Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Nevermind. Bis jetzt finde ich das hier noch ganz gruselig. Ich finde es hier eigentlich sehr schön. Es ruckelt nur ziemlich. Also es tut mir leid, kommt am Ruckeln bis jetzt noch nicht sehr viel ändern, aber ich werde mir natürlich Mühe geben, dass ich das bis zur nächsten Aufnahmesession irgendwie in den Griff kriege. Ich habe die Grafik schon runtergestellt. Muss mal gucken. Schreib's es mir beim letzten Mal. Ich nehme zurzeit mit was nehme ich eigentlich auf? Genau, mit Loilo nehme ich auf. Da ist mir das allerdings wirklich ziemlich ruckelig. Fraps ist mir gleich einfach mal ganz abgeschmiert. Fraps wohl überhaupt nicht. Von daher muss ich nochmal gucken, wie ich das geregelt kriege. Ich finde, das mag das Spiel nämlich eigentlich. The most important thing you do as a neuroprober is find and acknowledge these photos. However, this is easier said than done. While some photos are freely available in the subconscious, others are buried deeply within and will need to be coaxed out. Okay, ich kann noch mal gucken, ob ich die Mausempfindlichkeit noch ein bisschen... Ich wäre aber noch ein bisschen damit überfordert, dass ich tatsächlich... Das ist furchtbar hier. Wenigstens erkennt man nicht... Ich setze da einfach was drüber. Ja, so gefällt mir das schon deutlich besser. Jetzt ruckelt zwar noch, aber... Wir haben oft Kanincheneintopf gegessen. Okay. Dear Brad, go away, love. Who's that, Mom? Geht weg. Liebe Kinder, geht weg. Liebe eure Stiefmama. Das ist total toll. Unsere Stiefmama muss uns wirklich sehr geliebt haben. Okay, ach so, da vorne ist... Ah! Das ist auch gepoppt. Moment! Ich fliege, ich eile, ich bin nicht die Schnellste. Interacting with one part of the mind can sometimes open up new areas of the psyche. Some things, like these doors, can change their state in response to actions taken elsewhere. Okay, das heißt, ich kann jetzt durchgehen. Oh Gott, ich finde es total toll, wenn hinter mir Türen zu... What the fuck is this? Have you noticed that the world can sometimes become fuzzy and degraded, like static on a television? That's the client's subconscious mind reacting to your own feelings of fear, stress, and anxiety. The subconscious doesn't take kindly to intruders, and will take every opportunity to feed off of any sensations of anxiety or tension you offer to it. If you can, try to stay calm and peaceful, even in the face of terror. If you can calm yourself, you'll find the subconscious will calm itself too. Ich bin total ruhig. Warum geht dieses Gekribbel nicht weg? Muss ich jetzt hier die ganze Zeit dämlich grinsend sitzen? Oh Gott, ich bin die Ruhe weg. Meine Schwester bewahrte mich davor, verspeist zu werden. Du hast den Dreh raus. Womit du jetzt kämpfst, ist etwas, womit dein zukünftiges Selbst vielleicht was spielsicherer wird? Hallo, ich bin die Ruhe weg. Bilde ich mir zumindest ein. Ich ziehe auch keine Grimassen oder sowas. Dass ich mich ruckartig bewege, liegt einfach daran, dass das Spiel so furchtbar ruckelt. Here is an example of an especially buried memory. Some details of a given trauma can be especially tenacious, but by gently and cleverly listening to the clues the mind gives you, you will find all you need to work through it. Just think of it as a puzzle for you to solve. When you focus on these puzzles, make a right-click motion if you need to break your concentration. Wie kriegt ihn?
lege ich das denn hin, damit ich das... Halt. Ich will den Stein noch haben. Den ich... Na warte, das war auch der falsche. Warte, kann ich den? Ja, kann ich. Sehr gut. Jetzt will ich gerne den Stein. Okay, aufnehmen. Nie haben die Vögel für uns gesungen. Bin ich hier jetzt mit durch? Kann ich die Tür öffnen? Ja, das ist sehr schön. Oh Gott, ist das ruckelig hier. Es wird natürlich extrem schön, wenn es hier gruselig werden soll. Was bist du? Ach, du bist ein Baumstumpf mit Pilzen. Okay. Eine Puppe? Sind noch mehr Puppen? Sind alles voll von Puppen. Was? Ein schreckliches Feuer brannte unser Haus nieder. While neuroprobing, your consciousness is lost deep inside the subconscious mind of the client. While this is a journey that you must make alone, we at the Neurostalgia Institute take the safety of our neuroprobers very seriously. If you need to access any of your neuroprober tools or pull your consciousness free, press your finger where an escape key might be. This will bring up your neuroprober tools, and you can proceed as needed from there. Okay, das ist beruhigend zu wissen, dass ich hier auch jederzeit einfach... Ich dachte, es fängt so schön und... Jetzt wird es ja auch gleich dunkel und... Oh, hier ist schöner. Hier ist er deutlich schöner. Auch wenn es ruckelt. Wie Sau gerade. Die Tür war vorher nicht offen, ne? Lass mich raten, ich muss da jetzt durch. Weil mir noch 5 Fotos fehlen. Oh Gott. Warum wusste ich, dass es hier hinterher wieder dunkel und gruselig wird? Do you remember when I mentioned that the client's subconsciousness can feed off of your fear? Some especially vulnerable areas can be very sensitive and dangerous. When you place your consciousness in another's subconsciousness, there is a risk of you getting hurt, of the pain and turmoil of the client's subconscious drawing your own mind into its agony. You must be brave in these areas despite the risk. You must stay calm. Should you let your fears get the best of you, it will be incredibly difficult to proceed unharmed. Okay, verstanden. Ich muss ruhig bleiben. Darf ich jetzt damit rechnen, dass mich hier gleich irgendwas anspringt oder verfolgt oder so?
Muss auch nach Fotos gucken. Okay. Wo geht's denn jetzt lang? You can even pick up and walk around with some objects. To do so, interact with it, and then start walking while holding on to it. Eine Eule und ein Stein davor. Okay. Aufnehmen würde ich gerne tun. Wo muss ich denn damit hin? Wahrscheinlich in die andere Richtung. Okay, das hat jetzt voll viel gebracht. Von da bin ich gekommen. Ich dachte, hier wäre irgendwie noch ein anderer Weg gewesen. Hä? Okay, ich verlaufe mich gleich schon mal zu Beginn. Das ist... Okay, ich habe es jetzt mit mir rumgetragen. I don't know, war das richtig? Irgendwie, ich kann es ja nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich sehe auch nicht mehr viel. Oh. Es wäre sehr nett, wenn dieses Spiel sich jetzt erstmal wieder fangen könnte und ich hier wieder was sehen würde. Ein Schaukelpferd. Okay, ich muss lernen mit diesem Spiel einfach... Buh. Okay, ich kann hier durchlaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier... Hilfe, ein? Kann ich? Doch, kann ich. Ich suche hier eigentlich noch... Komm. Eigentlich suche ich ja nach Fotos, aber... Okay, jetzt haben wir ein Kaninchen. Verändert sich jetzt wieder was? Okay, tralalala, wir gehen durch den Wald. Das war gerade ein Puppenkopf, oder? Es ist doof, wenn es so ruckelt. Man erkennt das alles gar nicht. Ich weiß gar nicht, wovor ich mich hier erschrecken soll. Tut mir sehr leid, ich muss ganz dringend irgendwas gegen dieses Geruckel machen. Oh, es schneit. Sieht ja richtig schön aus hier. Sieht man mal davon ab, dass ich nur damit beschäftigt bin, hier hin und her zu rennen. Kann ich? Achso, ich kann hier weiterlaufen. Der hat jemand keinen Kopf mehr. Komm her. Steini. Wie auch immer das ist, kann er bitte aufhören, hinter mir herzurennen?
Ich hätte nicht gedacht, dass gerade das Einführungskapitel so lang wird. Irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich mir eingebildet, so ich suche jetzt eben schnell tralala die Fotos und gut ist, aber kann ich damit interagieren? Nein. Ich frage mich ja auch, ob wir hier wirklich einfach immer nur rumrennen können oder ob es hier irgendwann auch mal einen Gegner gibt, der uns ins jagt, weil das wäre mit diesem Charakter wirklich strategisch total ungünstig. Ah, ein Foto. Warte, Foto. Das Haus war eine Falle. Hier wurden Kinder gekocht und gegessen. Okay, wir sind wirklich bei Hänsel und Gretel. Das kam mir ja schon am Anfang so vor. Okay, wenn ich mich zu weit nach vorne lehne, spackt das Spiel rum. Ich darf mich also nicht bewegen. Gut, ich war nicht von der Brücke gefallen. Alter, Spiel beruhigt dich wieder, also stimmt ist es gar nicht. Das ist ein bisschen anstrengend, wenn man eigentlich gar keine Angst hat, aber das Spiel suggeriert einem, du hast Angst. Wie gesagt, ich sehe... Oh, da ist ein Foto. Sie führt uns in den Wald, wo wir sterben sollten, aber wir hinterließen eine Spur, um unseren Weg nach Hause zu finden. Einmal haben wir uns wirklich verlaufen. Okay, habe ich jetzt vielleicht schon ein Foto verpasst? Ich hoffe nicht. Es wird immer rauschiger. Ich mache hier nichts. Okay, ich beruhige mich jetzt. Ich bin jetzt die Ruhe selbst. Ich versuche so emotionslos wie möglich zu gucken, es hilft aber nichts. Oh, da hinten da poppt was auf. Moment. Oh. Irgendwie fällt ich hier gleich runter von dieser Brücke. Was natürlich strategisch ungünstig wäre. When your consciousness is in another's subconsciousness, your psyches will inevitably intermingle. Just as the client's mind can affect you, you will see parts of yourself reflected in the mind of the client. Tread lightly and tread carefully. Okay, in welche Richtung werden die hier? Ah, ich sehe nur Büsche. Gott. Kommt man da durch? Nein. Wo muss ich denn hier lang? Okay. Mit diesem Geruckel ist es wirklich ein wenig schwierig. Spiel, wenn du nur halb so viel ruckeln würdest, wäre ich dir sehr zu Dank verpflichtet. Ich versuche wirklich, mich hier zusammenzureißen, aber das ist schwierig. Ist es ein Vogel? Das ist ein Vogel. Hätte ich schon wieder verlaufen? Von da bin ich doch gekommen. Oder muss ich hier hoch? Ständig verirre ich mich hier. Okay. Das ist ein netter Baum. Weil ich gerade grinse, verändert sich wieder alles. Oh Gott, ich habe wirklich gegrinst. Spiel, das war ein Lächeln. Moment, jetzt laufe ich doch wieder zurück, oder nicht? Ah, da ist er.
At Neurostalgia, we take great measures to ensure our neuroprober's safety as best we can. However, you are about to proceed through a highly dangerous area that you must face alone. If the client's subconscious becomes too volatile, you will be automatically removed from this area of the mind and taken to a safer area of the mind. Use this as an opportunity to collect yourself. When you're ready, you will be able to easily return to where you left off to battle the darkness and chaos that has taken root in the client's subconscious. Lass mich raten, sowas passiert mir gleich. Ich wurde im Schlaf von einem Tier gebissen. Ja, nee, ist klar. Wie soll ich das denn mit dem Geruckel schaffen? Das ist bei diesem Geruckel überhaupt nicht zu packen. Ich laufe einfach durch. 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 Was? Es war der Birthday Cake? Moment. Wo ist die? An. Ich hab doch geklickt. Willst du mich verarschen? Okay. Alter Schwede, alles klar. Das war mein schlimmster Geburtstag. Ich möchte hier mit diesem Geruckel schon gar nicht mehr spielen. Ich finde irgendwie irgendwas, wo es nicht so sehr ruckelt. Ich würde das jetzt vor allen Dingen gerne zu Ende spielen. Ich weiß noch nicht, wie viel da noch kommt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Fotos habe. Ich denke, ich schätze, ich muss einfach nachgucken gehen, oder? Ich sehe nichts. Da oben ist eine Tür, die ich gerne öffnen würde. Dankeschön. Wir hatten uns verlaufen, aber wir fanden ein nett aussehendes Haus. Okay, ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich alle haben. Ich möchte doch gern noch wissen, was dann passiert. Okay, und die müssen wir jetzt, Erinnerungen sortieren. Das Haus war eine Falle. Okay, wir haben oft Kanincheneintopf gegessen. Meine Stiefmutter hasste meine zwei Schwestern nicht. Meine Schwester bewahrte mich davor, verspeist zu werden. Ein schreckliches Feuer brannte unser Haus nieder. Oder im Schlaf von einem Tier gebissen. Sie führte uns in den Wald, wo wir hin. Okay. Dann haben wir uns wirklich verlaufen.
Dass da Kinder gibt, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber... Ist das Haus niederbrannte? Glaube ich schon. Wie... Das scheint nicht That's richtig. not the story of this client's trauma. Try again. Think hard about the clues you saw along the way. Oh, ich habe nicht viel gefunden. Es sei denn, wir gehen davon aus, dass es wirklich Hänsel und Gretel sind. Okay. Aber wir haben uns wirklich verlaufen. Wir hatten uns verlaufen, weil wir fanden ein nett aussehendes Haus. Das Haus war eine Falle, hier wurden Kinder gegessen. Okay. Meine Schwester bewahrte mich davor, verspeist zu werden. Hier ist es wirklich Hänsel und Gretel. Es ist freaky. Oh my God. It's all rushing back to me. It's so awful, and I don't want to remember, but yes, I now know the face of my demon. My sister and I, we were taken out into the woods by my stepmother for one of her nighttime walks. We'd usually find our way back by leaving a trail of whatever we could grab before the walk. Marbles, pieces of paper, even pebbles. However, one night, she took us deep, deep into the woods. We brought some bread to leave a trail of crumbs, but all the forest creatures must have eaten them. We were lost, so lost. We tried to find our way back, but it was so dark, and we were in a very strange part of the woods. We were lost for days, hungry and tired. We finally found a house and were so hopeful that someone might be able to help us. That house, though, that house was no ordinary house. It looked like candy, and there was something off about it. We shouldn't have gone in, but we did. It was a prison for lost children like us. There was a woman in the house who would fatten her prisoners up and try to eat them, and that was going to be our fate. I was first. She tricked me into getting close to the oven, and before I knew it, I was inside. If it weren't for my clever sister Gretel pulling me out in time, I would have been burned alive. We escaped that house and found our way home. After that, things started to get better. Our awful stepmother passed away, and my family came into some wealth. I guess we just forgot about those events. I mean, how could you live with those images and memories inside your mind? Then again, they were always there. The old woman still torturing us beyond memory, beyond time. However, I can now confront my past, confront this trauma. Thank you. It is better to know than not to know. Das haben wir doch gerne gemacht. Okay, er speichert hier. Ich glaube... Ja, jetzt müssen wir wieder... Ist jetzt irgendwas passiert? Ich will das nochmal eben nachgucken. Oh Gott, das Spiel wird furchtbar ungruselig, weil einfach alles ruckelt wie blöd. Wenn ich jetzt auf Patient auswählen gehe. Achso, Fortschritt Neuromapping, fortgeschrittenes Neuromapping. Es gab viele Orte, an denen verirrte Kinder wie wir fallen und sich verlaufen würden. Ich erinnere mich noch schwach, dass ich Zeichen von anderen fand, die vor uns da gewesen sind. Patient Intros sind.
25. Bericht von Gefühlen von Skapophobie, die seit dem Tod ihrer Mutter stärker geworden sind, hat keine bewussten Erinnerungen an traumatische Ereignisse in der Vergangenheit. Der Abdruck des Patienten wird derzeit verarbeitet und wird verfügbar sein, sobald der Präparationsprozess vor dem Okay, was ist das hier? Redekammer, eine simulierte Galerie, Hommage an die Schrecken unserer Mitarbeiter zu überwinden. Inselspa. Genießen Sie diese entspannte Neurospa-Erfahrung auf einer fernen Insel. Wie schön. Schneespa. Diese Simulation wird in der Zukunft verfügbar sein. Tischrund. Es ist sehr, naja gut. Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich es hingekriegt habe, das Spiel nicht mehr so ruckelt. Bis dahin. Tschüss.